So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir sind jetzt, glaube ich, auf dem Mars. Ist das Spiel irgendwie dunkler geworden? Spielt man mal einen Tag nicht? Und schon kommt es mir irgendwie dunkler vor. Gameplay? Nein. Interface? Nein. Gab es nicht sonst immer bei Spielen immer noch irgendwie so eine Hey, 69. so eine Beleuchtungseinstellung? Anscheinend nicht mehr. Nur gut. Dann quatschen wir jetzt. Stimmt, wir haben letztes Mal mit... Wie heißt sie? Hier, mit Layla gesprochen. Die hat uns irgendwas von dem Herzen des Mars erzählt und uns so eine Quest gegeben. You know, I believe we've got the best mining team ever assembled here. Welcome, welcome. Nice to meet you. Name's Trevor, mining director for the Deimos mining project here in scenic underground Trevor. I could spare a minute or two to chat. So long as you're not looking for mining work. Wir müssen hier echt aufpassen, Chat. Wir haben hier extrem viele Sys im Spiel. Sehr, sehr, sehr viele Sys. Ich habe mal für Argus gearbeitet. Ich hatte Arbeit hier gehofft, aber da habe ich... Was? Ich habe mal für Argus gearbeitet. Ich hatte auf Arbeit hier gehofft. Aber da habe ich wohl Pech. Ich habe von einem sogenannten Herz des Mars gehört. Was weißt du darüber? The who's and what's it? Sorry, mate. I've got no idea. Sorry, mate. Sounds made up if you ask me. But then again, maybe the other miners have been inventing some jargon I'm not familiar with. Best to ask around. Du bist der Boss? Yep, that's me. Joined up with Deimos when I was just 17 as a mining gopher. Go for this, go for that, you know how it is. I worked hard, proved myself capable, and got the promotion to mining director about 6 years ago, after the old boss retired. Some of the older guys resent me, but I give everyone a lot of leeway as long as they meet their quotas. So that keeps them happy enough. Wie läuft das Mining hier auf dem Mars? Not so bad for one of the oldest mines in the settled systems. We struggle with the lack of decent equipment, but we work hard and make up for it. As I'm sure you know, we're responsible for supplying resources Ich glaube, er hat to einen Deimos Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, er hat einen australischen Akzent. That, among other major projects, makes us one of the United Colony's most important mining operations. The prestige and pay that comes with it almost makes up for being stationed at the arse end of the settled systems in the middle of nowhere. Könnte auch Neuseeland sein. Was hat es mit der Sirene und Sprengdurchsage auf sich? Oh, that! Oh, nothing to worry about. We do fracking on Mars with subterranean particle detonations. Those announcements are just to let people know when to expect them. Now, you probably felt the rumble when the detonations actually go off. That's all it is. Not too bad, eh? Oh, wenn das alles ist, kein Problem. Jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen. Da ständig um mich herum Teilchendetonationen passieren. Fracking und subterranen Teilchendetonationen? Was ist das? Basically, it's high-tech mining. We use immensely powerful controlled particle detonations deep underground to loosen up subterranean gases and other difficult-to-gather resources so we can harvest them. Sounds way more dangerous than it is. Probably. Actually, it's still pretty dangerous. Yeah, no worries, mate. I can totally see how it's odd if you're not used to it. Just sit down, or ich glaube sogar eher Neuseeland als Australien. Makes you uneasy, you'll be fine. Argos, huh? Yeah, I've heard of them. That's great, but yeah, unfortunately, all our mining contracts are filled right Mining. Unless, maybe you could help me out with a job. Off the books. Das hängt ganz davon ab, worum es geht. Also schieß los. Great! I promise it's nothing that'll get anyone in any kind of trouble. See, you might have noticed that our equipment ain't exactly holding together like it used to. Problem is, we can't get new equipment unless we start exceeding our quotas. And we can't do that until we get new equipment. A real dilemma, right? I've got a plan for solving our little problem, though. Erzähl.
Okay, glad you're still on board. First, I need someone from the outside to bolster our yields so we can prove that we can exceed our quota. I'll fill you in on the rest of the details after you've hauled up some ore. One standard quota should do. I need to know I can trust you with the easy stuff first. Also soll ich jetzt die Statistiken fälschen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Warum stellst du nicht mehr meine ein? Don't you think I want to? Corporate sets the contracts and they're not giving out anymore, so we work with what we've got. Something to do with insurance, benefits, and other liabilities. So I don't make the rules. Da ist noch was. Nee, das ist der Seite. So. Klingt gleich. Ich bin dabei. When you've got enough, drop it off in the bin over there for processing. Then come see me. Okay. So, was haben wir jetzt zu tun? Gucken wir mal. Mission. Nein. Aktivität. Was ist das? Sonstiges. Sammel 10 Eisen. Das sollte ja nicht schwer sein, oder? I can't imagine being stuck down here gathering rocks for a living when there's an entire universe to explore. No, no. You're going to kill someone. Hä? So, wo haben wir noch was? Da. Au! Hä? Was? Nein, hört auf! Ich hab doch gar nichts gemacht! Im Gegenteil, ich bin durch ihren Laser durchgelaufen! The heck? Hört auf damit! Komm, bringt mich um. Das ist schon wieder so Bethesda-mäßig, ne? Oder auch bei GTA, Rockstar Game. Du rempelst einen aus Versehen an. Ah! Gleich Krieg. Work in the deep mines. That's where you make the big bucks. Welcome, welcome. Nice to meet you. I could spare a minute or two. Argos, huh? Okay. Unless, maybe you could help me. Great. See, your problem is. Was auch cool wäre, wenn man die Texte schneller überspringen könnte. Okay. First, I'll fill you in on the rest of it. I need to know. When you've got enough, drop it. Not having any trouble mining the ore, are you? Yep, that's me. Joined up with the... I worked hard. Some of the older guys... The who's and what's it? Sounds made up. Oh, that! Now you probably... Sounds what? Sounds what? Yeah, no worries, mate. Just sit down. Not so, Okay. as I'm sure you know. That, among the prestige... So, dann haben wir alles. Don't forget. Schnell speichern.
So, ich bin bloß durch ihren Laser durchgelaufen. Auf einmal greifen mich alle an. Und hier unten ist auch die Gravitation so niedrig. Lass mal die Quest hier. Ah, komm schon. Ist ja doch noch eins. So. Okay. Great. Now, the next part is a little trickier. Our director of mining operations, Peter Brennan, fired his last assistant over a month ago. Peter's the only one who can approve the order for new equipment, and unfortunately, he's useless without an assistant. Okay. I think I've got a surefire way for you to get that job. Then you, as his assistant, can get him to sign off on the approval. Mhm. Warte mal, du willst, dass ich Assistentenjob übernehme? Wäre es nicht I think einfacher? I've tried. Like I said, the guy is literally useless without his assistant. I don't even know if he knows how to actually use a computer. Wie ist er an den Job gekommen? Does is so mired in bureaucracy because of their contracts with the UC, which means, unfortunately, we need to do all the things by the book if we want them done at all. Okay. We just need you to take the job until we get the approval signed. Then you can quit, keep it, or do whatever. It's not as bad as it sounds. Worst case scenario, you may have to go fetch some stuff for him and go over his messages. It'll be easy, I promise. Okay. Let's go. Now, hold on, it's not that easy. You'll need to apply for it like anyone else. Head to the Deimos Star Yard's office up in orbit to fill out the application. It's where that job is posted. Come back and see me when you've done that, and we'll talk about how to secure the position for you. You're jumping through a lot of hoops to get those miners the equipment that they need. Und du findest das gut oder du findest das nicht gut? Please report any spills or unsafe conditions on the upper levels. Wo ist das jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Gucken wir noch mal. Warte! Kannst du die Sprache nicht auf Deutsch stellen? Kann ich schon. Will ich aber nicht, weil die Lippensynchronisation extrem schlecht ist auf Deutsch und die deutschen Übersetzungen teilweise sind. Das sieht man schon alleine an den Untertiteln manchmal, dass die, ich würde jetzt sagen, nicht falsch sind in dem Sinne, aber auch nicht komplett richtig. Welcome to Deimos Star Yard. If you have business, feel free to dock. Und die Lippensynchronisation auf Englisch, also im Original, die ist schon echt. Ist schon gut.
So. Mit ihm müssen wir jetzt reden. If you have any questions, I love questions. Hier ist dein Bier. Oh, yes, thank you so much. You're welcome. And just so you know, I definitely will not be drinking this on the job. Definitely not. Habe ich kein Problem mit, wenn du es machst. Also mach dein Ding. I hope your Deimos ship has been Oh, yeah. Bye. Deimos ships are responsible for the killing. Die muss ich hier gar nicht hin, oder was? Das ist echt nervig, ey, dass du für jeden Mist im Weltraum irgendwie eine Cutscene hast. Wie, also ich muss doch jetzt hier hin, oder was ist denn jetzt hier? Ha? Muss ich jetzt doch hier hin? Halt erstmal, bevor wir das machen, schnell speichern. So, Jobangebot, Chefassistent. Wir suchen einen hochmotivierten Chefassistenten oder eine Chefassistenten für das Tagesgeschäft eines Mining-Unternehmens. Vorige Erfahrung in einer ähnlichen Position ist wünschenswert, aber nicht erforderlich. Der Umzug nach Sidonia ist Voraussetzung. Ein unbezahltes Praktikum mit der Chance auf anschließende Übernahme ist möglich. Pflichten und Verantwortungsbereich. Administrative Hilfe, darunter auch die Kommunikation im Namen des Vorgesetzten sowie Protokollführung. Organisation des Zeitplans des Vorgesetzten. Organisation von Meetings und Terminen. Buchhaltung in geringeren Rahmen. Erforderliche Qualifikation, ausgeprägtes interpersonelle Kompetenz, schriftliche und verbale Kommunikation, Zeitmanagement und organisatorische Fähigkeiten, proaktives Problemlösen und Entscheidungsfinden im Interesse des Vorgesetzten. Fähigkeit zu Multitasking. Okay? Über wie viele Jahre verfügst du als Assistent in der Verwaltung, Chefetage oder andere Unternehmungsabteilung? 0. Was ist dein höchster akademischer Abschluss? Schulabschluss. Um deine Eignung für die Position zu ermitteln, folgen nun eine Reihe von Fragen. Bitte antworte ehrlich und gewissenhaft. Der Boss bittet dich um einen Whisky Neat. Was bedeutet das? Das ist eine Fangfrage. Bei der Arbeit gibt es ein Alkoholverbot. Etwas 43 Milliliter Whisky in ein Glas auf Raumtemperatur. Ein volles Glas Whisky mit 2 gekühlten Whiskysteinen. 2 Finger Whisky mit 2 Tropfen Wasser in ein gekühlten Glas. Ich weiß gar nicht, was Whisky Neat ist. Neat. 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 Was hieß nochmal Neat? Whisky Neat. Ist das nicht Glas auf Raumtemperatur? Gekühlten Whiskystein? Das ist doch dann Whisky on the Rocks, ne?
Keine Ahnung. Ich mach mal Alkoholverbot. Ein VIP-Kunde trifft ein, der einen Termin mit dem Boss hat. Dieser verspätet sich jedoch unerklärlicherweise. Was solltest du tun? Den Kunden mit Witz unterhalten, bis der Boss eintrifft. Den Termin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Den Kunden Getränke anbieten und ihn versichern, dass der Boss bald kommt. Der Boss muss zu einem wichtigen Meeting auf einen anderen Planeten. Doch sein Schiff hat eine Fehlfunktion und kann nicht starten. Wie reagierst du? Den Boss dein altes, ramponiertes Schiff anbieten, den Kunden kontaktieren, um das Meeting zu verlegen, mit dem Unternehmensbudget ein teures Luxusschiff mieten, das Schiff abschleppen und zur Werkstatt bringen. Die Verspätung ist nicht so schlimm. Während du dich um die E-Mail deines Bosses kümmerst, stößt du auf eine weitere Mitteilung. Jemand hat Infos, die den Boss belasten. Was solltest du tun? Den Vorstand informieren, damit er sich der Sache annimmt, die Mail ignorieren und den Absender blockieren, den Boss in der Hoffnung auf eine Gehaltserhöhung erpressen, den Boss fragen, was er will und dann die Sache nie wieder erwähnen. Bam. Dein angetrunkener Boss kontaktiert dich mitten in der Nacht an und bittet dich, ins Büro zu kommen. Was tust du? Sofort ins Büro gehen, um den Boss zu betreuen, bis er wieder nüchtern ist. Es einfach ignorieren und weiterschlafen. Der Boss wird sich morgen vermutlich nicht mehr daran erinnern. Die Security verstecken, damit sie sich darum kümmern. Also ist jetzt eine Sache. Ist das eine einmalige Sache oder ist das eine Wiederholungstat? Da muss man ganz anders mit umgehen. Vor allem auch nur angetrunken. Angetrunken ist nicht so schlimm wie betrunken. Wenn er angetrunken ist, dann machen wir das. Ist zwar falsch, denke ich mal, aber... Bitte beachte, dass alle Antworten endgültig sind und nur für den Bewerbung geprüft werden. Falls du jetzt eine Antwort ändern willst, wähle Neubeginn, ansonsten fahre mit Bewerbung einreichen fort. Einreichen. Rusterman, danke für dein Interesse an Deimos und die Bewerbung. Wir werden diese gründlich prüfen und dir anschließend Bescheid geben, ob du für die Position geeignet bist. Danke, dass du dich für Deimos entschieden hast. Okay. Jetzt müssen wir wieder hier hin, ne? This is United Colony Space. Maintain current course while we scan for contraband. Denn ernst jetzt? Scan complete. Jetzt ist der Scan complete und jetzt muss ich das nochmal machen? Aha. So, und jetzt geht's wieder direkt in den nächsten Ladebildschirm. Oh, ja, wollte sagen. Das hatten wir jetzt innerhalb von 30 Sekunden und wie 3-4 Ladebildschirme. Wow. Sidonia can have a depressing effect on them. Gucken, wie viel Schaden ich jetzt kriege. Absolut super wenig. Danke, Gravitation. Don't worry. We're gonna make trust me. This is the okay. Now we need to ensure you get hired. Basically, we'll need to make sure you're the only choice. To do that, you'll need to get access to the HR terminal in the corporate office upstairs on the main level. If you delete the other applications from the system, you'll be a shoo-in. Okay. Klingt simpel, ich mach's. Das gefällt mir nicht, aber ich mache es, wenn es dem meinen hilft. Wie komme ich an den Computer der Personalabteilung an? I happen to know that the HR director Tia and the other women in the office tend to go to the Broken Spear for happy hour at 5 every evening. That's your window of opportunity. Okay. Wenn die Personaler nicht stutzig waren, alle Bewerbungen gelöscht sind? If you knew Tia, you wouldn't worry. I'll be honest, she's so overworked and behind in her tasks that I don't even think she knows there are any applications. That's a good point, though. Once your application is in, I'll ping her and ask her to take a look to see if any applications came in for me. That should get her to finally take a look, see yours, and if all goes well,
She'll hire you on the spot. Okay. I know it might feel shady, but think of it more like uncorking an unnecessary bottleneck. It's gonna help us all. By the way, the HR password is password spelled backwards, which Tia thinks is pretty clever. She gets talkative during happy hour, and loud. Surprised everyone doesn't know her password, honestly. Anyway, should be pretty easy. Good luck. Okay. Jetzt müssen wir also wieder hoch. Wir speichern. Müssen wir hier noch gucken, ob wir noch irgendwas Deimos makes the finden. majority of the ships for the UC Navy. If you ask me, that's a hell of a lucrative contract. Ne, darauf habe ich jetzt keine Lust, alles zu lesen. It's amazing how smoothly our mining operations run with me in charge. I can't recall the last time we had a major mission. Nochmal speichern. Mining-Ausrüstung. Ich weiß, es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, aber ich erreiche Peter nicht. Unsere Ausrüstung fällt schon auseinander. Wir brauchen dringend neue. Kannst du ihn vielleicht darauf ansprechen, vielleicht mit Papierkügelchen bewerfen, damit er dich bemerkt? Er ist Manager. Verdammt nochmal. Ich weiß, er hat reiche Eltern, aber das wird langsam lächerlich. Trevor. Gemäß neuer Marktvorschriften der United Colonies benötigen alle neuen Schiffe ab dem 1. Januar 2331 Kühlpumpen vom Grad E oder besser. Wir sollten seit letztem Jahr auf den neuesten Stand sein, aber überprüft bitte sicherheitshalber noch einmal alle Kühlpumpen und Installationen, damit wir unsere Produkte auch weiterhin an alle Bürger des besiedelten Systems ausliefern können. Wo finde ich guten Whisky? Er macht schon wieder. Peter scheint zu denken, dass das Nachrichtenprogramm eine Art Suchfunktion ist. Naja, immerhin benutzt er den Computer. Keine anderen Jobangebote gefunden. Bitte Bewerbung für Job Nummer 734 auswählen. Urteilen, Top-Bewerber. Wir sollten sofort ein Angebot für die Position unterbreiten, bevor es sich anders überlegt. 5 bis 9. Bachelor. Diese Kandidatin ist nur über Frage 4 gestolpert. Andere Kandidaten sind vielversprechender. Für alle Fälle sollten wir ihre Bewerbung jedoch aufbewahren. Löschen. Macaulay Esparza. Die Testfragen hinterlassen einen guten Eindruck. Etwas mehr Erfahrung wäre jedoch wünschenswert. Behalten wir ihn im Blick. Löschen. Aaron Fahn. Fahn? Keine. Perfekte Testergebnisse, aber die mangelnde Erfahrung und der Abschluss wecken Bedenken. Gibt es keine Alternativen, erhält er einen befristeten Vertrag. Das ist Konkurrenz, weg damit. Nyla Atherton. Über 10 Jahre. Hat die Testfragen perfekt beantwortet. Sie ist die ideale Kandidatin, könnte jedoch überqualifiziert sein. Weg. Nicht gerade noch einer? Okay. Let's go. Das müssen wir wieder runter. Ein reines Hin und Her hier. Hui. Speichern. Don't worry. We're gonna make sure, and I can say that I've got some good news for Hallo you. Phil, I Dude. just saw the company message go out that you've been hired as Peter's assistant. Yay, wir sind jetzt Chefassistent. Congratulations. Ich bin für die nächste Stufe des Plans bereit. Was passiert, wenn sie herausfinden, was wir tun? They won't. I'll tell you a little secret. No one really cares too much. I'm not saying anyone's bad at their job, just that everyone's too busy and overworked. Alles klar bei dir, Phil? Seriously, no worries, mate. I've been here long enough to know how they operate up there. Okay.
Fühlst du dich schlecht wegen anderer Leute, die sich beworben haben? Not really, and neither should you. Either those applications were old and those people have moved on, or as soon as you disappear after this, they'll get to hiring again. Okay, ich bin für die nächste Stufe des Plans bereit. Next step should be easy. Just go to work for Peter, and when you get access to his Peter? terminal messages, you'll see my request. All you've got to do is approve that request, and we'll be right on with it. Then, we can get that new equipment and show corporate how it's done. Okay. A reminder that Bring Your Child to Work Day is not an officially sanctioned holiday and that it is not advised to allow children into potentially Und wieder da hoch. sites. Tschö. Keep our children safe. Keep them out Ein Hin und Her, Leute. Thank you from the Sidonia Department of Labor. Hui. Yo. Oh, you're finally back. I feel like you've been gone for ages. Do you know how tough this job is without an assistant? What happened to the old one? You know what? Never mind. They told me you were a strong candidate for this job. So, I'm looking forward to seeing how well you do. Well, enough chit-chat. Let's get to work. Okay. Ist zufällig gerade Pause. Ich komme gleich wieder. Nun gut, sag mir, was ich tun soll, ich tu's. Zeig mir einfach, wo dein Computer steht und ich kümmere mich um deine Nachrichten. Not quite. I need you to do something much more important before you get to that. I'm expecting a personal shipment. I'm not sure why, but the last time this happened, my assistant ended up speaking to Governor Hurst about it. Now, run off and get it for me. Was hast du denn bestellt? What's in the shipment? A good assistant knows it's not their place to ask. Bad assistants get fired. Mediocre assistants get... You know what? I forgot where I was going with this, but it doesn't matter. Just get it for me, will you? Also, I don't quite remember. But it is important, that I know. Kannst du mir etwas über dich erzählen? I could, but we'd be wasting valuable time, so no.